Dennis und Bianca laufen 223 Kilometer an einem Stück, Heidschnuckenweg. Ja. Ich dachte, ich nehme mal ein Intro auf. Habe ich noch nie gemacht. So ein Video für einen Marsch oder zum Marsch. Und ich sitze jetzt in meinem Auto und bin im Begriff, nach Hamburg aufzubrechen, um dort den Heidschnuckenweg zu wandern. Von Hamburg nach Celle sind es 223 Kilometer. Das hatte ich letztes Jahr schon auf einer Veranstaltung vor, musste dann aber abbrechen, weil ich bockig geworden bin. Die war sehr, in meiner Meinung nach, schlecht organisiert. Da hatte ich dann keine Lust, mich zu schinden dafür, dass ich 2 Gummibärchen hinterher renne und eine Gurke. Und da dachte ich mir, das kann ich besser auf eigene Faust. Und dann hat sich der liebe Dennis mit eingeklinkt und hat gesagt, das ist eine richtig geile Idee und da mache ich mal mit. Das hat er dann auch noch der lieben Marion und dem lieben Michael erzählt von Outdoor MMM. Ja, die machen unseren Support. Die fanden die Idee so hirnrissig gut, sage ich jetzt einfach mal so, dass die gesagt haben, ey, das kann man nicht alleine machen. Deswegen machen wir einen fahrenden VP für euch und sind alle 15, 20 Kilometer so ungefähr für euch da. Ich kenne die beiden noch nicht. Ich habe mir nur den Kanal mal angeguckt, folge denen bei Instagram. Wir machen den Versorgungsposten mobil. Auf geht's. 3:20 Uhr in der Früh, wir fahren los. Guten Morgen! Ich sag erstmal Hi. Schön, euch zu sehen und kennenzulernen. Warte mal, Dennis ruft mich gerade an. Dennis sagt, er ist in einer Kurve. In der Kurve? Guten Morgen. Hatten wir nicht gesagt Parkplatz irgendwie? Wir haben gerade Bianca auf dem Weg zum Parkplatz abgefangen. Super, da sind wir dann auch gleich da. Bis gleich. Moin, grüß dich. Hallo. Alles okay? Moin. Bisschen müde, aber so. Du siehst auch so aus. Profis bei der Arbeit. Dennis legt jetzt hier gerade noch ein paar Sachen. Der hat nämlich nicht nur uns schon Tonnen an Sachen gebracht. Er lädt jetzt nochmal seinen Rucksack aus. Er trödelt. So. Dann? Ja, man sieht sowieso nichts. Ah, jetzt haben wir es. Sehr gut. Dennis der Profi. Jetzt geht's los, ne? Oh ja. Oh Mann, ich bin aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Ja, und ich erst. Es ist jetzt 4:01 Uhr. Sie stehen in den Startlöchern. So, viel Erfolg, ne? Auf Vielen lieben Dank, bis später. Großer. Auf geht's. Auf in die erste Etappe. Viel Spaß euch. Bis später. Bis später. Let's go! Wir haben uns jetzt mal die Rückenlehnen vom Auto nach hinten gelegt und werden jetzt mal noch ein bisschen versuchen zu dösen, bis die 2 hier ankommen am ersten VP. Gute Nacht. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Wenn ich das gewusst hätte, dass ihr freundliche Leute seid, hätte ich sie losgelassen. Ja, das wäre kein Thema. Na, siehste. Schönen Tag. Ihnen auch, Dankeschön. Da ist unser VP, da ist die Marion und da ist der Heidschnuckenweg. Ja, die beiden sind noch nicht da, aber die kommen gleich. Und wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen Kreislauf in Gang bringen Und wach werden. und wach werden. Also diese Warterei, am Tag ist das ja ganz schön, aber nachts dröhnt man da so vor sich hin, ne? Ja. Ja, wir werden wahrscheinlich irgendwann uns auch mal schön das Bett aufbauen im Auto. Aber jetzt sind wir auf dem Sitzen gesessen. Augen zu, aber nicht geschlafen. Ach, Tee kann man damit aufsetzen mit dem Wasser. Ja, Unser ich glaub, Gas so mag weit. die Temperatur nicht so gerne, habe ich gemerkt. Willst du auch eins? Hast du einen Becher? Tasse? Hast du die mal angehoben? Ja, habe ich. Also nee, ich habe ihn nicht hochgehoben. Ich hatte keinen Bock, den hochzuheben. Du nimmst deinen Becher, ne? Du weißt ja am besten, wo meine Sachen sind. Ja. Ja, weil er umgeräumt hat. Wir hätten auch einen Nudelsalat im Angebot. Möchtest du? Bisschen Nudelsalat? Bei der nächsten. Gut. Ja, okay. Willst du was laden? Dein Handy gehört hier. Kabel ist dran. Oh, da kann die Kamera mal dran. Hier, komm mal hier. Ich hab schon gehört, du bist Anwältin. Ja,
Stimmt. Ja. Ich bin kriminell. Deswegen habe ich Das eine passt. Anwältin. Das Gas ist zu kalt, ne? Ja, wir hatten das aber auch jetzt 2 Stunden draußen stehen, weil wir alles gleich rausgestellt haben, damit alles da ist. Und das machen wir beim nächsten VP nicht, da bleibt das Gas im Auto. So, er hat die Reiswaffel ausgepackt. Oh ja. Das ist Dennis Reiswaffel. Kalorienreich, schmackhaft und vollkommen sinnlos. Platz ist geräumt, Kilometer 16 ist erledigt. Wir fahren jetzt zu, Kilometer 39, da ist der nächste VP. weiter geht's. Weiter geht's. Kilometer 39. Jetzt sind wir an unserem provisorischen und mobilen VP2. Es ist 9:22 Uhr. Die beiden sind unterwegs, aber das kann noch ein paar Stunden dauern. Wir sind bei Handelow und hier ist ein großes Waldgebiet. Auch schön hier. Marion friert. Mobile Versorgungspunkte machen ist wie Wandern ohne Wandern. Tolles Wetter Gemütliche Stühle, und rumsitzen und auf Dennis und Bianca warten. Herrlich. ein Traum. So, jetzt haben wir gerade einen Powernap gemacht. Oh, wir sind hier schön in der Sonne gesessen und einfach weggedöst. Und das war so herrlich. Das war so schön. Jetzt sind die beiden gleich hier Ja, ich denke so einen knappen Kilometer noch. und aufgebaut haben wir auch wieder. Um 12:55 Uhr, schätze mal kurz nach 1 werden sie hier sein. Können sie was essen und dann jagen wir sie weiter. Bis Kilometer 59. Dann kommt VP3. Ja, so lässt sich's aushalten. Also es ist sehr anstrengend für uns. Wir überarbeiten uns hier sehr. Genau, und die beiden haben es leicht. Die müssen immer nur Genau. laufen. Aber hey, wir haben auch schon 3 Schritte in der Umgebung gemacht. Hier ist unsere Stromversorgung, unsere mobile. Und ansonsten ist hier nur Wald. Herrlich einsam. Hi, Hallöle. wir wollten uns auch mal ein bisschen bewegen. hier? Wir sind eigentlich Alles nicht hier, gut? nee. Ja, sind euch zu langsam? Nee, überhaupt nicht. Aber wir wollen uns ja auch mal ein bisschen bewegen. Wie ist Wir die sind aber Strecke? gerade schon eingeschlafen, wirklich. Ja? Wir sind in der Sonne Ist gesessen schön? auf den Stühlen. Brunsberg war erst, ne? Vor wenigen Kilometern habe ich gesehen. Also ich glaube, sind schon ein paar Kilometer. 10, ja. Und ist schön die Strecke. Aber Wie Dennis geht's? hast platt gemacht, ne? Der hat seine lange Unterhose an, der ist noch. Oh, der stirbt ja gleich vor Hitze. Angezogen, ja. Wenn das kalt ist, dann steckt man sich eine Reiswaffel in die Unterhose und gut ist. Gutes Dämmer. Ja. Hast du vielleicht noch eine Reiswaffel? Ich habe noch eine Reiswaffel für dich. Freust du dich auf die nächste Etappe? Ich freue mich immer. Sehr gut. Ich freue mich, dich nachher gleich wiederzusehen in 20 Kilometern. In 4 Stunden. Freust du dich auf die nächste Etappe? Ja, ihr habt jetzt 19 Kilometer ungefähr. Freust du dich auf die nächste? Klar. Ja, das ist eure Mitlaufgelegenheit.
Viel Spaß. Danke, danke. Bis gleich. Ciao. Da geht sie hin. Was hat er jetzt? Er muss seinen Schuh ausziehen, das macht er heimlich. Er hat noch einen Stein im Schuh. Das müssen wir uns angucken. Na, Prinzessin auf der Erbse. Ey, du bist gerade mal 5 Meter gelaufen. Ich dachte, ich kann mir noch eine Bifi mitnehmen. VP2 abgeschlossen, 39 Kilometer. Die beiden laufen da hinten in der Ferne. Samstag 14:32 Uhr. VP2 ist geräumt bei 39 Kilometern. Weiter geht's VP3 59 Kilometer. So, wir sind jetzt an einem Parkplatz, der direkt auf den Heidschnuckenweg stößt. Und wir checken mal die Lage, ob hier ein geeigneter Ort für den 3. VP ist, ne? Da ist er wieder. Der Heidschnucke. Und wir haben ja die VPs für Bianca und Dennis mit Google Maps geplant, also blind, mehr oder weniger. Und jetzt sind wir bei VP3, da haben wir ja 59 Kilometer. Haben wir irgendwie so einen, so einen gebührenpflichtigen Parkplatz. Ne? Bei dem man auch campen kann, also so hochoffiziell und hochtouristisch. Ja, genau, das war viel zu touristisch, das haben wir jetzt verworfen. Und jetzt sind wir hier auf so einem Wanderparkplatz, der ist da hinten. Schön mitten in der Heide wieder. Ja, auch direkt am Heidschnuckenweg, herrlich. Bei Kilometer 55. Ja. Ja, und bisher macht das riesen Spaß mit den beiden. Total nett. Herrlich ist es. Sie laufen gut. Was ist das denn hier? Der Reitweg? Das kann sein. Oh, wie schön. Ja, Ne? das ist der Reitweg, Der ist aber schön. Ja. So. du Pferdchen. Ja, so sieht das hier aus. Die beiden laufen ganz toll. Jammern nicht. Haben gut durchgezogen und sind schon wieder in ein bisschen über einer Stunde sind sie wieder hier. Ne? Ja, ungefähr. Aber man muss ja auch sagen, dass sie haben einen hervorragenden Verpflegungsservice. Ja. Und sie fühlen sich bei uns immer so wohl, dass die Pausen auch sehr ausgedehnt immer ausfallen. Ja, jetzt ist Samstag 15:48 Uhr. Ja, ich schätze so 16:30 Uhr, 17 Uhr spätestens sollten sie bei uns sein. Und das heißt, sie haben noch circa 180 oder Ja, so irgendwie sowas. Kilometer vor sich. Ja, 170. Wollen sich mal nicht so anstellen. Knapp 170, das geht. Das geht. Geht. Nur noch ein Köln-Pfad praktisch dann. Ah, hier stehen wir, direkt an der Hauptstraße, kleiner Wanderparkplatz Und direkt am Wald, und direkt am Wald. der sehr schnell dicht wird. Also so ein richtiger Wald noch. Ja. Nicht so ein Forstkram da, sondern richtig geil. Da hinten ist es sofort dunkel. Ja. Und hier haben wir uns so hingestellt, dass wir hier noch so ein bisschen die Stühle und so weiter aufbauen können, wenn die beiden da sind. Also der Wald ist ja echt Wahnsinn. Ne? Ja. Das ist so ein lichter Wald und 20 Meter rein ist er dicht. ist ja stockdunkel. Ne? Ja. Ja, Ehre. Also ist der Schwarzwald, ne, oder? Ja, also wenn jeder Wald, der schwarz ist, Schwarzwald heißt, ist es der Schwarzwald. Ja. Aber ab und zu auch mal nach oben gucken, ob ein Witwenmacher hängt und einen erschlägt. Bisher sieht es gut aus. So, und dann ist es dunkel, ne? Wie so eine Wand. Einfach geil. Herrlich. Und hier sind natürlich unheimlich viel Wild und so, was? Cool. Warum schwenkst du das Bild auf mich, sobald du sagst, hier ist unglaublich viel Wild? Na hier. So ein Wildhase. Hirsch, ne? Wildhase. Also, der Hirsch. Auf dem Weg zum 3. VP haben wir eine Nachricht von Dennis bekommen, dass er starke Schmerzen an seinem Becken hat und dass er da abbrechen möchte. Gerade bei diesem Projekt. Aber 2 Ibuprofen haben ihm nicht geholfen und dann hat er eben sich dafür entschieden, abzubrechen. Daher haben wir ihn dann vom Undelot vom VP
zum Bahnhof Buchholz gefahren und Bianca hat sich zu Fuß auf den Weg Richtung VP4 gemacht. Gesundheit geht natürlich immer vor. Ach Mann, ey. Da seid ihr vorhin vorbeigelaufen. Okay. Ja, an einem Abdecker. Ich habe einen Screenshot gemacht, da stand dick Abdecker. Ihr wart daneben. Ja, Dennis hat Aua. Ich habe noch eine Mülltüte, ich schmeiß die mal bei euch rein. Jetzt versorgen wir die zwei erstmal. Die Ravioli sind heiß Wir haben hier Müll und dann irgendwo da. wird Dennis wohl die Tour beenden müssen. So, Dennis. Sadie Wir lassen sie erst Mandol, ne? essen. Hallo. Ja, Krankentransport haben wir hier. Genau. Und fahren Dennis nach Buchholz. Ich weiß nicht, wie wir Dennis hier noch reingekriegt haben. Es heißt jetzt nicht, dass du fett bist, aber wir haben echt stapeln müssen, damit wir Dennis noch reinkriegen. Der wird jetzt nach Buchholz chauffiert. Warte, ich nehme das mal eben runter hier. Warte. Was ist eingebrochen? Pass auf dich auf, gute Tschüss, Dennis. Besserung. Tschüss, tschüss. Und du schreibst, ne? Meld dich unbedingt. Ciao. Da geht er hin. So, wir haben jetzt Dennis in Buchholz am Bahnhof abgesetzt und fahren jetzt zu VP4, wo wir Bianca in so 4,5 Stunden etwa erwarten. Und bei wie viel Kilometer ist das? Das ist bei 77 Kilometern. Okay. Dennis ist raus. Dennis ist raus, Bianca ist drin. Läuft. Läuft. So, Dennis ist ja abgeliefert. Wir sind jetzt am VP4 bei Kilometer 77. Und zwar auf einem total verlassenen Wanderparkplatz. Ziemlich cool. Und jetzt versuchen wir eine Stunde zu pennen und haben die ganzen Sachen aus dem Auto geräumt. Da haben wir das hingestellt einfach. Und jetzt pusten wir unsere Matte auf und pennen eine Runde. Bis gleich. Wir sind fertig und pennen jetzt erstmal eine Stunde, um dann die Bianca wieder in Empfang zu nehmen. So ist es. Aber wir müssen jetzt eine Stunde pennen, geht nicht anders. Bis gleich. Gute Nacht. Die Bianca ist gleich da. Die Nudeln kochen. Es ist 22:53 und ja, wenn das Gas kalt wird, dann brennt das nicht mehr gut, haben wir festgestellt. Wir Deppen haben dann die Kiste wieder rausgestellt. Und es ist fast angerichtet. Außer die Nudeln sind noch nicht fertig. Nach insgesamt 77 Kilometern und 5 weiteren Stunden seit dem letzten VP kam Bianca dann im pechschwarzer Nacht am VP4 an. Und man sah ja schon an, dass es ihr nicht besonders gut ging. Hallo, meine Lieben. Von zu Hause diesmal. Und nicht wie erwartet immer noch auf dem Heidschnuckenweg. Den habe ich gestern abgebrochen, irgendwann so gegen Mitternacht, nachdem ich auf der Etappe zwischen Wilsede und Beringen ordentlich Kreislaufprobleme hatte. Das heißt, ich hatte das Problem, dass tatsächlich das Essen nicht drin bleiben wollte. Ich hatte zwar regelmäßig geschaut, dass ich nachlege. Mein Rucksack war ja proppevoll mit allem Möglichen und wir wurden wunderbar versorgt. Also auch nachdem Dennis weg war, gab's die Versorgung weiterhin durch Marion und Michael. Der VP oder die VPs allgemein, die waren wirklich allererste Sahne, aber ja, der Kreislauf wollte nicht. Also ich habe ein bisschen im Bärenarsch-Dunklen auf der Heide quasi den Weg ausgemessen und musste mich ein paar Mal übergeben und der Kreislauf wollte nicht so, wie ich das wollte. Mir war knalleheiß. Ich bin da teilweise im T-Shirt durchgelaufen und habe mir dann gesagt, okay, ich gucke auf dem VP oder am VP, wie es läuft, ob der nochmal wiederkommt. Habe mich vorsichtig ans Essen rangetastet, aber irgendwie war der Wurm drinne. Also es tut mir wahnsinnig leid, dass das geendet ist, weil das eine coole Sache war, auch gerade mit den Zweien, die dann weiter die VPs gemacht haben. Also ganz, ganz liebes Dankeschön an Marion und Michael. Das war wirklich Bombe, was ihr da gemacht habt.
Und ja, hätte das gerne weitergemacht. Ich war aber auch noch kurz vorher krank, kurz vor dieser Aktion fett erkältet und habe mir das wahrscheinlich auch nicht ausreichend gegönnt, mich zu erholen. Und deswegen hat sich das etwas gerecht, denke ich. Also, dass der Körper nicht 100%ig bei der Sache war. Und das heißt, ich liege jetzt hier zu Hause auf der Couch. Hotelzimmer ist storniert. Das wäre sonst noch bis zum 11.3. Für mich in Celle bereit gewesen. Aber das ist natürlich witzlos, wenn man es nicht braucht. Genau. Marion und Michael haben mich gestern Nacht dann noch nach Celle gefahren. Ich habe im Parkhaus ein bisschen Nickerchen gemacht und bin dann heute früh nach Leipzig. Und hier liege ich und habe ordentlich gegessen nochmal. Ein bisschen Kalorien nachgelegt, aber irgendwie, ja, mache ich jetzt noch ein bisschen Nickerchen und so. Und dann hoffe ich, dass morgen die Welt wieder schöner aussieht, was so den Kreislauf angeht. Ansonsten eine Mini-Blase an einem Zeh, aber nicht nennenswert. Die hätte man gut wegtapen können. Knochen, alles in Ordnung. Aber ich glaube, man hört es ein bisschen, ja, entweder durch die Überbelastung oder durch die Erkältung, die nicht weg war. Irgendwie, ja, alles nicht so der Knaller. Aber ich sag ganz, ganz lieben Dank vor allen Dingen an die Begleitung Dennis und Marion und Michael. Macht's gut. Das war eine Ochsentour, sowohl für unsere Wanderer, die ja durchaus schon viel längere Strecken gelaufen sind, als sie es heute geschafft haben. Auch wir waren total hinüber. Das war viel anstrengender, die Fahrerei, das Aufbauen von den VPs, das Abbauen von den VPs, der Schlafmangel. Das hat uns wirklich viel, viel mehr Kraft gekostet, als wir uns das jemals haben vorstellen können. Und das Auto war so bis unter das Dach vollgepackt, dass wir auch nicht einfach mal unser Auto zum Schlafen umbauen konnten, sondern das wäre ein Riesenaufwand gewesen. Das war dann tatsächlich auch noch so schlimm, dass wir auf der Rückfahrt nach Hamburg von Celle aus uns zweimal an den Straßenrand stellen mussten und dann einfach auf den Fahrersitzen geschlafen haben, weil wir die Spuren doppelt gesehen haben und einfach total am Ende waren. Aber es hat trotzdem einen wahnsinnig großen Spaß gemacht. Es war auch sehr lehrreich für uns, weil wir auf die Art und Weise noch einige Stellen gefunden haben, die wir an unserem Auto oder bei unserer Art zu packen optimieren müssen. Und außerdem haben wir gelernt, wenn wir nochmal so ein Projekt machen, dann müssen wir zwischendrin Selbstbedienungs-VPs aufbauen. Wir können nicht aktiv an jedem VP tätig sein, sondern wir müssen zwischendrin einplanen, dass es VPs gibt, an denen sich die Leute einfach dann selbst bedienen können. Wenn man als Alleinversorger unterwegs ist, dann geht das gar nicht anders, gerade bei so langen Strecken und so langen Projekten. Vielen Dank an Bianca und Dennis für diese riesig unterhaltsame Erfahrung. Es hat uns richtig viel Spaß gemacht. Wir danken Ihnen auch für die ganzen Fotos von der Strecke und vor allem für diese großartige Gesellschaft. Die Pausen an den VPs waren nicht umsonst so lang, weil wir einfach wahnsinnig viel Spaß miteinander hatten. Also, vielen, vielen Dank, ihr beiden. Und Abo und Like nicht vergessen, kostet euch nichts, bedeutet uns die Welt. Und denkt dran, draußen ist das Leben. Geht raus. Bis zum nächsten Mal.